Es geht um die Geschichte dieses Autos, der geistige Vater des Samba-Bus-Projekts. Und wir gehen ja gleich auf diese kleine Tour mit dem Auto und wir werden Publikum haben. Hier haben wir schon das nächste Abenteuer und wir machen noch viel, viel mehr. So, guten Morgen, liebe Kinder. Heute machen wir einen kleinen Käferausflug und zwar mit ihm hier. Das ist ein 59er Standardkäfer mit Fallschiebedach. Es geht nach Schladern an der Sieg. Das ist ungefähr nördlicher Westerwald. Und dort mache ich eine kleine Lesung. Es geht um die Geschichte dieses Autos. Standardkäfer sind in der Regel Jupitergrau. Keine poppige Farbe, aber es gab damals keine Wahlmöglichkeiten beim Standardkäfer. Es gibt keinen Chrom an dem Auto, keine Zierleisten. VW hat hier wirklich extrem gespart, deswegen war das Auto auch viel, viel billiger. Also sogar der Haubengriff ist lackiert, das einzelne Hubziergitter ist lackiert, rechts hat er gar keins, die Stoßstangen sind lackiert. Die Motorisierung ist aber gleich, wir haben hier 30 PS, reicht auch für das Auto vollkommen aus. Ist sogar noch die erste Maschine, er hat sogar noch das erste Heckblech dran. Endrohre nicht verchromt, das gehört tatsächlich beim Standard so. Ich hoffe, es gucken auch nur Käferleute zu. Andere sind jetzt tödlich gelangweilt. Ich finde es klasse und ich hoffe, ihr auch. Es ist ein besonderes Auto. Es ist ein besonderes Auto für mich, es ist ein besonderes Auto für die Markengeschichte von VEWIP. Er hat sogar etwas zu tun mit unserem 51er Samba-Bus, denn auf diesem Auto habe ich tatsächlich unsynchron schalten geübt. Und das muss ich natürlich können, weil der Samba-Bus kein synchronisiertes Getriebe hat. Und es zog sich eine sehr lange Restauration hin. Am Anfang dachte ich, der ist echt nur zum Ausschlachten gut. Faltdach absägen bringt einen Tausender. Ich habe mich aber dann anders entschieden und das kam so. Ich zeige euch mal was. Das ist der Brief zu dem Auto. Wir sehen, das ist ein echter alter Pappedeckelbrief und erste Zweifel beim Gedanken, ihn eigentlich auszuschlachten, kamen mir, als ich den Brief dann genauer ansah, denn wir sehen nur zwei Eintragungen drin und zwar Vater Seidel und Sohn Seidel, also im Grunde genommen ein Ersthandauto, auch noch mit den ersten Kennzeichen. Da dachte ich, Ersthandauto vielleicht doch nicht ausschlachten. Was dann den endgültigen Ausschlag gegeben hat, dass es ein Standardkäfer ist, das war für mich damals vor 22 Jahren gar kein Begriff in dem Sinne, der mir viel sagte, denn Standardkäfer waren im Grunde genommen ausgestorben. Wir gucken mal gerade in das Auto rein und wie ihr seht, ist er jetzt innen überhaupt nicht restauriert. Jan, kriegst du den Innenhimmel vom Faltverdeck mit diesen wunderbaren verschimmelten Stockflecken da drauf? Oder? Hier habe ich es so gelassen und das hat natürlich seinen Grund. Auch hier dieses spezielle Kapitel mit diesen zerfetzten Schonbezügen, wo da drunter wirklich noch die ersten Bezüge der standardspezifischen Sitze sind. Diese Masche Patina so zu lassen, spiegelt sich natürlich auch dann später im Samba-Bus. Also dieser 59er Standardkäfer ist schon so ein bisschen der geistige Vater des Samba-Bus-Projekts. Also ohne dieses Auto hätte ich den Samba nicht gemacht. Da habe ich ganz viel gelernt. Und da sind so die typischen Florian-Spielereien, die ich so mag. Also hier Winker, die ich natürlich ganz besonders liebe, weil es so ein wunderbares, freakiges Detail ist. Ich lasse auch immer alle Dinge, die die Vorbesitzer in ihrem Auto drin hatten, wie diese schöne Christophorus-Plakette, die 100.000 Kilometer-Plakette, dieses filigrane Blumenväschen. Das bleibt alles immer in dem Auto drin, damit das Auto eine Geschichte erzählt. So, ich fand nämlich irgendwann im Internet dieses Bild, weil ich natürlich wieder auf der Suche nach Teilen und Dokumenten für den Samba-Bus war. Das ist auch ein 51er Samba-Bus, sieht man unschwer an der Lackierung. Unten Siegellack-Rot, dann Kastanienbraun und weißes Dach. Muss ein 51er Samba-Bus sein, geht gar nicht anders. Und da fiel mir auf, wenn man da das Kennzeichen mal ganz groß zoomt, dass er ein Bonner Kennzeichen hat. Das habe ich dann in meinem Blog veröffentlicht und irgendwann, ein paar Monate später, rief mich so ein Leser des Blogs an und sagte, Florian, pass auf, dieses Kennzeichen von dem 51er Bonner Samba-Bus, den du in dem Blog gepostet hast, das ist frei. Das kann man heute im Internet irgendwie checken, welches Kennzeichen frei ist. Und dann dachte ich, das muss ich natürlich sofort haben. Jetzt muss ich ein Auto sofort anmelden, um dieses Kennzeichen zu blocken. Und da bot sich der bisher nicht zugelassene Standardkäfer an und zack, habe ich den Wagen auf
das Kennzeichen angemeldet, denn man kann ja nie wissen, vielleicht finde ich den ja noch. Ne? Vielleicht ist er ja noch irgendwo hier ganz bestimmt. Der Trend geht ja zum Zweitsamba-Bus, Jan. Ne? So, und als ich dann abends, an dem Tag, wo ich das Auto zugelassen hatte, die Sachen wegsortierte und den Schreibtisch sauber machte, da fiel mir nochmal der alte originale Brief in die Hände. Und es war schon spät und kurz vor Feierabend und es war eine seltsame Laune, aber ich tippte dann aus reiner Neugier Ernst Seidel und den Ort Schladern bei Google ein und dann war ich sehr erstaunt, was ich da bei Google fand. Ernst Seidel war nämlich nicht nur Drogist, sondern auch Fotograf. Er verlegte Postkarten mit Landschaftsaufnahmen von der Sieg, die man heute noch antiquarisch im Netz kaufen kann. Im Jahr 2020 schaffte es Seidel dann posthum sogar in ein Buch, das vom Verein Windeck im Wandel herausgegeben worden war. Seidel wird in dem Buch als Dorforiginal beschrieben. Er beschaffte einem interessierten Jugendlichen eine ganze Auswahl von teils recht gefährlichen Chemikalien, auf die er als Drogist ungehinderten Zugriff hatte. Der Junge stellte damit spektakuläre Experimente an, wovon sich Seidel regelmäßig amüsiert berichten ließ. 60 Jahre später schrieb der Junge die Geschichte für besagtes Buch auf. Das Buch war ein solcher Erfolg, dass die Verlegerin just jetzt einen Nachfolgeband plante und im Internet Autoren für weitere Geschichten aus Windeck suchte. Mal sehen, wie die reagiert, wenn ich ihr von Ernst Seidels Käfer erzähle. Sie ist völlig überrascht von der Tatsache, dass der Wagen noch existiert. Sie kennt Seidels Käfer aus ihrer eigenen Kindheit und kann ihn sogar beschreiben. Sie fragt, ob ich mir vorstellen könnte, für ihr Buch eine Geschichte darüber zu schreiben, wie ich zu Ernst Seidels Käfer gekommen bin. Allerdings sagt sie, sei Eile geboten, denn Redaktionsschluss wäre schon in wenigen Tagen. Das ist aber nun nicht wirklich ein Problem. Also schreibe ich schnell mal eine Geschichte darüber, wie ich den Käfer des Drogisten gefunden, gekauft und letztlich gerettet habe. Silvia, die Verlegerin, findet das Manuskript okay und so findet die Story ihren Weg in den zweiten Band der Windecker Heimatgeschichten. Silvia wünscht sich, dass ich als besondere Überraschung bei der Buchpremiere in Windeck-Schladern mit dem Seidelkäfer vorfahre, also genau da, wo der Käfer in den 60er und 70er Jahren gefahren und mindestens bei der älteren Bevölkerung noch in Erinnerung ist. So, nun war also klar, ich würde diese Geschichte im Rahmen dieser Buchpremiere vorlesen. Das ist jetzt gleich. Und Kennzeichen habe ich ja eben erwähnt, da lagen noch die alten, ersten originalen Kennzeichen von dem Standard im Kofferraum drin bei dem Auto. Und wir sehen hier, letzter TÜV wäre gewesen im Dezember 1987. Den hat er nicht mehr geschafft und da ist er dann auch stillgelegt worden. Und natürlich waren die Kennzeichen auch entsiegelt. Und wir gehen ja gleich auf diese kleine Tour mit dem Auto und wir werden Publikum haben und da muss man natürlich so ein bisschen Show auch machen und dafür hatte ich mir was ausgedacht und ich dachte, auf dem alten originalen Kennzeichen will ich die alten Siegel wieder drauf haben. Die Schwierigkeit ist, wo kriege ich sie her? Denn den Siegkreis, den gibt es schon seit 1969 nicht mehr. Heute ist das Rhein-Sieg-Kreis seit der Gemeindereform. Und dann hat sich auch das Siegel natürlich geändert. Abgesehen davon, dass es natürlich ein DIN-Siegel für DIN-Kennzeichen ist. Alles weg und unwiederbringlich. Und ich wollte es aber unbedingt haben. Und ich habe dann geguckt, wo kriege ich ein Muster her? Und bei meinen Freunden vom Indoor-Flohmarkt in Melem, hallo, schönen Gruß, fand ich in der Kennzeichenkiste diese alten Kennzeichen mit TÜV-Siegel von 1970. Da wusste ich schon, ich war auf der richtigen Fährte. Und hier sehen wir so zerfetzte Reste von den entsiegelten Siegkreiskennzeichen von vor 1969. Ja, wie kriegt man das jetzt wieder in ein komplettes Siegel? Und da kommt unsere neue, wunderbare FEWIP Social Media IT Abteilung, wo Jan drin ist und wo Anke drin ist und die anderen knorkenjungen Leute dann zum Einsatz. Und die können das wirklich machen. Die haben das dann hier gescannt
Und Anke hat das geplottert und das Ergebnis ist ja super. Hier, Jan, guck nochmal. Sieht aus wie echt. Ne? Demnächst in diesem Theater Geld fälschen für Anfänger. Dann braucht man keine Käferteile mehr verkaufen. Und damit fahren wir jetzt gleich in Schladern vor. Und wir setzen noch einen drauf, denn wir haben ja an dem Käfer jetzt auch sehr schöne historische Porsche-Felgen mit Radialreifen. Aber das hat natürlich Ernst Seidel nicht gehabt. Der war ja ein kleiner Sparfuchs, der fuhr mit Fulda Diademreifen. Wir fahren also nicht nur mit den ersten Kennzeichen dahin, sondern auch mit den ersten Reifen. Und doch, Jan, das wird jetzt, du hilfst mir, und die schrauben wir jetzt gleich noch an die Karre ran. Und dann wird mit maximal, ich glaube, mehr als 40 sollten wir nicht fahren, ne? Besser nicht. Oder werden mit den alten ersten Reifen, ich glaube, mehr Originalität ist nicht drin. Gut, das machen wir. So, jetzt geht's los. Kennzeichen dabei, Text dabei und natürlich Bombenwetter ist angesagt heute. Und jetzt bloß nicht zu viel schalten. Das Getriebeöl ist noch eiskalt und stocksteif. Klappt aber ja.